Guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute haben wir ein wirklich praktisches Thema für euch. Kleidung kaufen kann manchmal kompliziert sein, oder? Besonders wenn man in einem deutschen Geschäft steht und nicht genau weiß, welche Größe man braucht. Genau, ich bin Emilia und ich muss sagen, ich habe selbst schon oft Probleme mit Kleidergrößen gehabt. In Deutschland sind die Größen manchmal anders als in anderen Ländern. Aber keine Sorge, heute sprechen wir genau darüber. Habt ihr auch schon mal Schwierigkeiten mit Kleidergrößen in Deutschland gehabt? Schreibt es uns in die Kommentare. Also, stell dir vor, Emilia. Du gehst in ein Geschäft hier in Berlin, du siehst eine schöne Jacke und möchtest sie anprobieren. Was sagst du zur Verkäuferin? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Entschuldigung, kann ich diese Jacke anprobieren? Und dann füge ich hinzu, haben Sie diese auch in Größe 38? Perfekt. Und was macht die Verkäuferin dann normalerweise? Die Verkäuferin sagt meistens, natürlich, einen Moment bitte. Die Umkleidekabine ist dort hinten rechts. Oder sie fragt vielleicht, welche Größe tragen Sie normalerweise? Das ist wichtig zu wissen. In Deutschland verwenden wir oft Nummern für Kleidergrößen. Für Frauen sind das zum Beispiel 36, 38, 40, 42 und so weiter. Für Männer sind es oft Größen wie 48, 50, 52. Richtig. Und hier ist ein Tipp für alle Lernenden. Die deutschen Größen sind oft anders als zum Beispiel amerikanische oder britische Größen. Eine deutsche 38 ist ungefähr eine amerikanische 8 oder eine britische 10. Kennt ihr eure deutsche Kleidergröße schon? Das ist wirklich wichtig zu wissen. Aber Henry, was passiert, wenn die Jacke nicht passt? Wenn sie zu groß oder zu klein ist? Gute Frage. Wenn die Jacke zu groß ist, sagst du, die Jacke ist mir zu groß. Haben Sie eine kleinere Größe? Und wenn sie zu klein ist, die Jacke ist mir zu klein. Haben Sie eine größere Größe? Genau. Und manchmal ist nicht die Größe das Problem, sondern die Passform. Vielleicht ist die Jacke zu eng oder zu weit. Dann kann man sagen, die Jacke ist mir zu eng an den Schultern oder die Ärmel sind zu lang. Oh ja, die Ärmel, das ist oft ein Problem bei Jacken und Hemden. Ich sage dann, die Ärmel sind zu kurz oder die Ärmel sind zu lang. Und bei Hosen gibt es auch oft Probleme, oder? Absolut. Bei Hosen gibt es viele mögliche Probleme. Die Hose kann zu eng sein, zu weit sein, zu lang oder zu kurz. Man sagt dann, die Hose ist mir zu eng am Bund oder die Beine sind zu lang. Können Sie die Hose kürzen? Das Wort Bund ist wichtig. Der Bund ist der obere Teil der Hose, wo sie am Bauch sitzt. Und kürzen bedeutet etwas kürzer machen. Viele Geschäfte in Deutschland bieten einen Änderungsservice an. Richtig. Wenn etwas nicht perfekt passt, kann man oft fragen, bieten Sie einen Änderungsservice an oder können Sie das anpassen? Das ist sehr praktisch, besonders bei formeller Kleidung wie Anzügen oder Abendkleidern. Emilia, lass uns über verschiedene Kleidungsstücke sprechen. Wie sagst du, wenn ein T-Shirt nicht gut passt? Bei einem T-Shirt kann man sagen, das T-Shirt ist mir zu eng oder das T-Shirt ist mir zu weit. Manchmal sitzt es auch komisch am Hals. Dann sagt man, der Ausschnitt ist mir zu eng oder der Ausschnitt ist mir zu weit. Sehr gut. Und bei Schuhen, das ist oft besonders schwierig, weil die Füße so unterschiedlich sind. Oh ja, Schuhe. Das ist wirklich ein spezielles Thema. Man sagt, die Schuhe sind mir zu klein oder die Schuhe sind mir zu groß. Und sehr wichtig, die Schuhe drücken. Das bedeutet, sie sind unbequem und tun weh. Genau. Oder man sagt, die Schuhe sind zu eng oder die Schuhe sind zu weit. Bei Schuhen ist es wirklich wichtig, die richtige Größe zu finden, weil man sie nicht einfach ändern kann wie eine Hose. Absolut. Und hier ein Tipp. In Deutschland gibt es auch halbe Größen bei Schuhen. Man kann zum Beispiel Größe 40 oder 40,5 tragen. Das ist sehr praktisch, weil man so eine bessere Passform findet. Das stimmt. Und wenn die Schuhe ein bisschen zu groß sind, kann man Einlegesohlen verwenden. Die Verkäuferin sagt dann vielleicht, probieren Sie doch mal Einlegesohlen. Die helfen oft, wenn die Schuhe ein bisschen zu groß sind. Guter Punkt. Jetzt lass uns über das Anprobieren selbst sprechen. Du bist in der Umkleidekabine, probierst die Kleidung an. Was machst du dann? Also ich schaue erstmal im Spiegel, wie alles aussieht. Dann bewege ich mich ein bisschen, hebe die Arme, setze mich vielleicht hin bei einer Hose. Man muss testen, ob die Kleidung bequem ist. Genau richtig. Und wenn du nicht sicher bist, kannst du die Verkäuferin fragen. Du kommst aus der Umkleidekabine und sagst, wie finden Sie das? Passt das gut?
oder steht mir das? Ja, und die Verkäuferin gibt dann oft ehrliche Meinung. Sie sagt vielleicht, das steht Ihnen sehr gut oder ich finde, die andere Farbe würde Ihnen besser stehen oder vielleicht probieren Sie eine Nummer kleiner? Das ist super hilfreich. Und hier eine Frage an unsere Zuschauer. Fragt ihr in Geschäften oft nach Meinungen oder entscheidet ihr lieber selbst? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Gute Frage. Also Henry, was ist mit verschiedenen Passformen? Ich meine, es gibt ja nicht nur Größen, sondern auch verschiedene Schnitte und Passformen. Oh ja, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt zum Beispiel bei Jeans verschiedene Passformen. Da gibt es Slim Fit, das bedeutet eng anliegend, oder Regular Fit, das ist normal geschnitten, und Loose Fit oder Relaxed Fit, das ist weit und bequem. Richtig. Und bei Hemden und Blusen gibt es auch verschiedene Passformen. Tailliert bedeutet, dass das Kleidungsstück an der Taille enger ist. Gerade geschnitten bedeutet, es ist überall gleich weit. Genau. Und dann gibt es noch Wörter wie Figur betont. Das bedeutet, die Kleidung zeigt die Figur. Oder weit geschnitten. Das ist das Gegenteil. Die Kleidung ist locker und luftig. Diese Begriffe sind wirklich wichtig. Wenn man im Geschäft nach etwas Bestimmtem sucht, kann man sagen, ich suche eine Jeans in Slim Fit oder haben Sie dieses Hemd auch in Regular Fit? Sehr gut. Und jetzt sprechen wir über ein Problem, das viele Menschen haben. Die Kleidung passt nicht überall gleich gut. Zum Beispiel passt eine Hose am Bund, aber die Beine sind zu lang. Oh ja, das kenne ich. Dann fragt man, können Sie die Hose kürzen lassen oder bieten Sie einen Änderungsservice an? Viele Geschäfte machen das kostenlos oder für einen kleinen Preis. Genau. Und wenn man die geänderte Kleidung abholt, sagt man, ich möchte meine geänderte Hose abholen. Oder ist meine Änderung fertig? Man bekommt normalerweise einen Beleg, den man zeigen muss. Der Beleg ist wichtig, man sollte ihn gut aufbewahren und noch etwas. Wenn die Änderung nicht gut gemacht wurde, kann man reklamieren. Man sagt dann, die Hose ist immer noch zu lang oder das sitzt nicht richtig. Absolut richtig. Jetzt lass uns über Material- und Stoffqualität sprechen. Das beeinflusst auch, wie Kleidung passt und sitzt. Oh ja, guter Punkt. Verschiedene Stoffe verhalten sich unterschiedlich. Baumwolle ist zum Beispiel weich und bequem, kann aber nach dem Waschen ein bisschen eingehen. Man fragt dann, läuft der Stoff ein? Genau. Die Verkäuferin antwortet dann vielleicht, ja, Baumwolle kann beim ersten Waschen etwas eingehen. Kaufen Sie lieber eine Nummer größer oder nein, dieser Stoff ist vorgewaschen und läuft nicht ein. Das ist super wichtig zu wissen. Und dann gibt es Stoffe mit Elastan oder Stretch-Anteil. Die sind dehnbar und passen sich besser an. Man fragt, hat dieser Stoff Stretch oder ist das Material dehnbar? Richtig. Und die Verkäuferin sagt dann, ja, dieser Stoff hat 5% Elastan. Er ist sehr bequem und flexibel. Oder nein, das ist 100% Baumwolle ohne Stretch. Sehr gut. Und hier noch ein wichtiger Punkt. Pflege und Waschen. Man sollte immer fragen, kann ich das in der Waschmaschine waschen oder muss das chemisch gereinigt werden? Absolut. Chemische Reinigung ist teuer, deshalb ist das wichtig zu wissen. Die Verkäuferin antwortet dann, Sie können das bei 30 Grad waschen oder das muss zur chemischen Reinigung. Perfekt. Jetzt sprechen wir über Farben und wie sie die Passform optisch beeinflussen. Dunkle Farben lassen einen oft schlanker aussehen, helle Farben machen optisch etwas breiter. Das stimmt. Wenn jemand in der Umkleidekabine ist und unsicher ist, kommt er raus und fragt, was meinen Sie, steht mir schwarz besser oder das helle Blau? Oder welche Farbe finden Sie besser? Und die Verkäuferin gibt dann ihre Meinung. Ich finde, das Schwarz steht Ihnen ausgezeichnet oder das helle Blau passt gut zu Ihrer Augenfarbe oder beide Farben stehen Ihnen, aber das Schwarz ist eleganter. Genau. Apropos Eleganz. Lass uns über verschiedene Anlässe sprechen. Für die Arbeit braucht man andere Kleidung als für die Freizeit. Man fragt dann, ist das bürotauglich? Oder kann ich das auch leger tragen? Sehr gute Frage. Die Verkäuferin antwortet dann, ja, das ist perfekt fürs Büro oder das ist eher casual für die Freizeit oder das können Sie sowohl im Büro als auch in der Freizeit tragen. Wunderbar. Und was ist mit besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder formellen Events? Da ist die Passform besonders wichtig. Oh ja, bei formeller Kleidung muss alles perfekt sitzen. Man sagt dann, ich brauche einen Anzug für eine Hochzeit oder
ich suche ein Kleid für einen formellen Anlass. Die Verkäuferin zeigt dann passende Optionen. Richtig. Und bei Anzügen ist die Passform extrem wichtig. Die Schultern müssen richtig sitzen, die Ärmel die richtige Länge haben, die Hose muss perfekt fallen. Man probiert vielleicht 3 oder 4 verschiedene Größen an. Das ist wahr. Bei Anzügen gibt es auch verschiedene Größensysteme. Es gibt Kurzgrößen, Normalgrößen und Langgrößen. Das bezieht sich auf die Körpergröße. Man fragt, welche Größe trage ich bei meiner Körpergröße von 1,80? Genau. Die Verkäuferin misst dann vielleicht und sagt, bei Ihrer Größe empfehle ich Normalgröße 52 oder probieren Sie mal Langgröße 50, das könnte besser passen. Super erklärt. Jetzt eine Frage an unsere Zuschauer. Kauft ihr lieber online oder im Geschäft? Online ist praktisch, aber man kann nichts anprobieren. Was bevorzugt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Sehr gute Frage. Beim Online-Shopping ist die Größe noch wichtiger, weil man nicht anprobieren kann. Man muss die Größentabelle genau anschauen und seine Maße kennen. Absolut. Man sollte wissen, die Brustweite, die Taillenweite, die Hüftweite, die Beinlänge und so weiter. Dann kann man in der Größentabelle nachschauen, welche Größe am besten passt. Richtig. Und viele Online-Shops haben gute Rückgaberichtlinien. Wenn etwas nicht passt, kann man es zurückschicken. Man sollte aber vorher prüfen, ist die Rücksendung kostenlos? Und wie lange habe ich Zeit zum Zurückschicken? Sehr wichtig. Die meisten Shops geben 14 Tage oder sogar 30 Tage Rückgaberecht. Aber man muss die Etiketten dran lassen und die Kleidung darf nicht getragen worden sein. Genau. Apropos Etiketten, lass uns über die Informationen auf Kleidungsetiketten sprechen. Da steht nicht nur die Größe, sondern auch viel mehr. Oh ja, auf dem Etikett steht die Größe, oft in verschiedenen Systemen. Zum Beispiel steht da D38, EU40, UK12, US8. Das ist sehr hilfreich, besonders wenn man Kleidung aus verschiedenen Ländern kauft. Richtig. Und dann gibt es die Pflegesymbole. Ein Becken mit Wasser bedeutet waschen, ein Dreieck bedeutet Bleichen erlaubt. Oder nicht. Ein Kreis steht für chemische Reinigung, ein Quadrat für den Trockner und ein Bügeleisen für Bügeln. Diese Symbole sind wichtig. Wenn man die nicht beachtet, kann die Kleidung kaputt gehen oder eingehen, dann passt sie plötzlich nicht mehr. Das stimmt. Ich habe mal einen schönen Wollpullover zu heiß gewaschen und danach war er 2 Größen kleiner. Seitdem schaue ich immer auf die Pflegehinweise. Oh nein, das ist ärgerlich. Deshalb ist es wichtig, beim Kauf zu fragen, wie pflege ich das am besten? Oder worauf muss ich beim Waschen achten? Genau. Die Verkäuferin gibt dann Tipps. Waschen Sie das auf links bei 30 Grad oder bügeln Sie das nur mit niedriger Temperatur oder hängen Sie das zum Trocknen auf, nicht in den Trockner. Sehr gute Ratschläge. Jetzt lass uns über Accessoires sprechen. Gürtel, Schals, Mützen, auch die müssen passen, oder? Absolut. Bei Gürteln fragt man, welche Gürtellänge brauche ich? Die Verkäuferin misst dann und sagt, bei Ihrer Hosengröße empfehle ich Länge 95 oder probieren Sie mal diese Länge. Richtig. Und Gürtel kann man oft kürzen lassen, wenn sie zu lang sind. Man fragt, können Sie den Gürtel kürzen? Und die Antwort ist meist, ja, das machen wir hier im Geschäft für Sie. Super. Und bei Schals und Tüchern geht es weniger um Größe, sondern mehr um Stil und wie man sie trägt. Aber bei Mützen ist die Größe wieder wichtig. Ja, Mützen haben oft eine Einheitsgröße, aber nicht alle Köpfe sind gleich groß. Man probiert die Mütze an und sagt dann, die Mütze ist mir zu eng, sie drückt oder die Mütze ist zu weit, sie rutscht. Genau. Und bei Handschuhen gibt es verschiedene Größen, meist von 6 bis 11. Man misst die Handbreite und findet dann die passende Größe. Die Verkäuferin hilft. Ihre Hand ist 8 Zentimeter breit, das ist Größe 8. Sehr gut. Jetzt noch ein wichtiges Thema, Sportkleidung. Bei Sport ist die richtige Passform besonders wichtig, weil man sich viel bewegt. Oh ja, Sportkleidung sollte nicht zu eng sein, weil man sich sonst nicht gut bewegen kann, aber auch nicht zu weit, weil dann alles schlackert. Man sagt, ich brauche eine Sporthose, die eng sitzt, aber nicht einschneidet. Perfekt. Und bei Sport-BHs ist die richtige Größe extrem wichtig. Zu klein ist unbequem, zu groß gibt keinen Support. Man fragt, welche Größe brauche ich bei einem Sport-BH? Die Verkäuferin hilft dann beim Messen und findet die richtige Größe. Bei Sport-BHs gibt es oft auch verschiedene Support-Level, leicht, mittel, stark.
Je nach Sportart braucht man unterschiedlichen Support. Das ist wirklich wichtig. Und bei Laufschuhen muss man besonders aufpassen. Die sollten etwa einen halben Zentimeter länger sein als der Fuß, weil die Füße beim Laufen anschwellen. Sehr guter Punkt. Man sagt dann, ich brauche Laufschuhe, normalerweise trage ich Größe 42, aber beim Laufen vielleicht eine halbe Größe größer. Genau, der Verkäufer erklärt dann, ja, beim Laufen schwellen die Füße an, ich empfehle Größe 42,5 oder 43. Probieren Sie beide und laufen Sie ein bisschen im Geschäft. Perfekt. Apropos, probieren. Lass uns über die beste Zeit zum Anprobieren sprechen. Wusstet ihr, dass die Füße abends größer sind als morgens? Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, die Füße schwellen im Laufe des Tages an. Deshalb sollte man Schuhe am besten nachmittags oder abends anprobieren, nicht morgens. Sonst kauft man vielleicht zu kleine Schuhe. Das ist ein super Tipp. Habt ihr das gewusst, liebe Zuschauer? Probiert ihr Schuhe lieber morgens oder abends an? Erzählt uns von euren Erfahrungen. Sehr interessant. Und noch ein Tipp. Man sollte immer beide Schuhe anprobieren, nicht nur einen. Manchmal sind die Füße minimal unterschiedlich groß. Oh ja, das stimmt. Und man sollte ein paar Schritte gehen, nicht nur dastehen. Schuhe können beim Stehen bequem sein, aber beim Gehen drücken. Genau richtig. Jetzt sprechen wir über Umtausch und Rückgabe. Was macht man, wenn man zu Hause merkt, dass etwas doch nicht passt? Man geht zurück ins Geschäft mit dem Kassenbon und sagt, ich möchte das hier umtauschen, es passt leider nicht, oder kann ich das zurückgeben? Die Größe ist doch nicht richtig. Richtig. In Deutschland hat man normalerweise kein gesetzliches Rückgaberecht bei Ladengeschäften, aber viele Geschäfte bieten es freiwillig an. Man sollte immer den Kassenbon aufbewahren. Sehr wichtig. Bei Online-Käufen hat man 14 Tage Widerrufsrecht. Das ist gesetzlich, aber im Laden hängt es vom Geschäft ab. Deshalb sollte man beim Kauf fragen, kann ich das umtauschen, wenn es nicht passt? Genau. Die Verkäuferin sagt dann, ja, Sie haben 14 Tage Zeit zum Umtauschen mit Kassenbon oder wir tauschen innerhalb von 30 Tagen um. Oder leider manchmal auch, Umtausch ist leider nicht möglich. Na, Das ist wichtig zu wissen. Und noch etwas, die Kleidung muss ungetragen sein, mit allen Etiketten. Man kann nicht etwas tragen, waschen und dann zurückbringen. absolut richtig. Das wäre nicht fair. Man darf die Kleidung zu Hause anprobieren, aber eben nicht wirklich tragen oder die Etiketten entfernen. Genau, jetzt noch ein Thema Secondhand-Kleidung. Immer mehr Menschen kaufen gebrauchte Kleidung. Auch da ist die Passform wichtig. Oh ja, bei Secondhand-Kleidung muss man besonders genau schauen, weil die Kleidung schon getragen wurde. Sie könnte eingegangen sein oder ausgeleiert. Man probiert unbedingt alles an und schaut genau, ob es gut passt. Richtig. Und alte Kleidung hat manchmal andere Größenangaben als neue. Die Größensysteme haben sich über die Jahre verändert. Eine Größe 40 von heute ist vielleicht nicht dasselbe wie eine Größe 40 von vor 20 Jahren. Interessant. Aber Secondhand ist toll für die Umwelt und oft findet man besondere Stücke. Man muss nur mehr Zeit zum Suchen und Anprobieren einplanen. Absolut. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar wichtige Sätze zusammengefasst. Wenn ihr in einem deutschen Geschäft Kleidung kauft, sind das die wichtigsten Fragen und Sätze. Perfekt. Also, kann ich das anprobieren? Wo ist die Umkleidekabine? Haben Sie das auch in einer anderen Größe? Haben Sie das auch in einer anderen Farbe? Wie fällt das aus? Ist das größer oder kleiner geschnitten? Sehr gut. Und dann, das ist mir zu groß, das ist mir zu klein, das ist mir zu eng, das ist mir zu weit, das passt perfekt. Kann ich das umtauschen? Bieten Sie einen Änderungsservice an. Wunderbar. Und vergesst nicht, kann ich mit Karte bezahlen? Bekomme ich eine Quittung? Wie lange habe ich Garantie? Kann ich das zurückgeben? Perfekt zusammengefasst. Und liebe Zuschauer, jetzt seid ihr dran. Habt ihr schon mal Kleidung in Deutschland gekauft? Wie war eure Erfahrung? Gab es Probleme mit den Größen? Oder habt ihr gute Tipps für andere Lernende? Ja, schreibt uns in die Kommentare. Wir lesen alle Kommentare und freuen uns über eure Geschichten. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wir antworten so schnell wie möglich. Genau. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal Danke Cast Deutsch. So lernt ihr jeden Tag ein bisschen mehr Deutsch und fühlt euch sicherer in deutschen Geschäften. Richtig. Und denkt daran, üben, üben, üben.
Je öfter ihr in deutschen Geschäften einkauft und diese Sätze verwendet, desto leichter wird es. Am Anfang ist es vielleicht komisch oder schwierig, aber das wird besser. Absolut. Und habt keine Angst, Fehler zu machen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer in Deutschland sind meistens sehr nett und helfen gerne, besonders wenn sie merken, dass ihr Deutsch lernt. Das ist wahr. Und wenn ihr mal ein Wort nicht wisst, könnt ihr auch einfach zeigen und sagen, ich möchte das anprobieren oder ich suche so etwas in einer anderen Farbe. Kommunikation funktioniert auch mit einfachen Worten und Gesten. Sehr guter Punkt. Also traut euch, geht in deutsche Geschäfte, probiert Kleidung an, sprecht mit den Verkäufern. Das ist die beste Übung für euer Deutsch. Genau. Und wer weiß, vielleicht findet ihr ja auch ein tolles Kleidungsstück, das perfekt passt und euch super steht. Dann habt ihr nicht nur euer Deutsch geübt, sondern auch etwas Schönes gekauft. Perfekt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Auf Wiedersehen und viel Erfolg beim Kleiderkauf in Deutschland. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren. Tschüss zusammen.